Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli ist ein fesselndes Buch, das sich mit der Komplexität menschlichen Denkens befasst und darauf abzielt, verbreitete Denkfehler zu erkennen und zu vermeiden. Das Buch besteht aus 52 kurzen Kapiteln, von denen jedes eine andere Art von Denkfehler erklärt, die uns häufig im Alltag begegnen. Der pragmatische Ansatz und die leicht verständlichen Erklärungen machen es sowohl für den Durchschnittsleser als auch für Fachleute geeignet, die ihre Entscheidungsfindungskompetenz verbessern möchten. Diese Denkfehler beeinflussen oft unser Urteilsvermögen und veranlassen uns, Entscheidungen zu treffen, die nicht immer im besten Interesse liegen. Der Autor strebt an, Leser durch praxisorientierte Beispiele und Alltagsphänomene zu ermutigen, ihre eigenen Vorurteile und Filter zu erkennen und zu überwinden. Das Buch ist ein Augenöffner und ein wertvolles Werkzeug für alle, die daran interessiert sind, wie unsere Gedankenwelt unser Verhalten beeinflusst. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Wahrnehmungsverzerrung. Wahrnehmungsverzerrung sind eines der häufigsten Themen in Die Kunst des klaren Denkens. Menschen neigen dazu, die Welt durch ihre eigenen Brillen zu sehen, geprägt von persönlichen Erfahrungen und Emotionen. Diese Verzerrungen können dazu führen, dass wir Informationen selektiv interpretieren und verarbeiten, was unsere Urteilsfähigkeit erheblich beeinflussen kann. Ein klassisches Beispiel ist die Tendenz, einmal gebildete Meinungen vehement zu verteidigen und widersprüchliche Informationen entweder zu ignorieren oder abzuwerten. Solche Verzerrungen können besonders in Entscheidungsprozessen nachteilig sein, da sie uns daran hindern, objektiv zu bleiben und neue Perspektiven zu akzeptieren. Dobelli nutzt konkrete Beispiele und Experimente aus der Psychologie, um zu zeigen, wie tief diese Verzerrungen in unserer kognitiven Struktur verwurzelt sind und welche Strategien wir entwickeln können, um diese zu überwinden. Zweitens: Bestätigungsfehler. Confirmation Bias. Ein zentrales Thema im Buch ist der Bestätigungsfehler, eine kognitive Verzerrung, bei der Menschen dazu neigen, Informationen zu bevorzugen, die ihre bestehenden Überzeugungen stützen, und gegensätzliche Informationen zu ignorieren. Dies kann dazu führen, dass wir in einer selbstverstärkenden Schleife enden, in der wir nur noch Informationen aufnehmen, die unserer Sicht der Dinge entsprechen, während wir konträre Fakten ausblenden. Dobelli erklärt, dass dieser Denkfehler weitreichende Auswirkungen auf unser Denken und Handeln hat, da er verhindert, dass wir objektiv auf Faktenbasis Entscheidungen treffen können. Um diese Tendenz zu überwinden, empfiehlt er, bewusst nach widersprüchlichen Informationen zu suchen und den Dialog mit Personen zu führen, die andere Ansichten vertreten. Dies kann helfen, den Horizont zu erweitern und bessere, fundierte Entscheidungen zu treffen. Drittens: Ankern und Anpassung. Das Ankern und die nachfolgende Anpassung beschreiben einen Denkfehler, bei dem Menschen stark auf die erste Information vertrauen, die sie erhalten, den sogenannten Anker. Dieser Anker beeinflusst alle nachfolgenden Entscheidungen und Einschätzungen, auch wenn er willkürlich ist oder nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat. Rolf Dobelli verdeutlicht, dass dieser Effekt beispielsweise bei Preisverhandlungen oder bei Entscheidungen über Investitionen eine Rolle spielen kann. Die Tendenz, an Anfangsinformationen festzuhalten und sich nur minimal davon zu lösen, kann zu erheblichen Fehlentscheidungen führen. Um dieser Falle zu entgehen, rät Dobelli dazu, sich der Ankertendenz bewusst zu sein und bewusst alternative Informationen und Bewertungen zu suchen, um eine ausbalancierte und fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Viertens: Rückschaufehler, Hindsight Bias. Der Rückschaufehler oder Hindsight Bias beschreibt die Neigung, Ereignisse im Nachhinein als vorhersehbarer zu bewerten, als sie tatsächlich waren. Dobelli erläutert, dass dieser Denkfehler uns dazu verleitet, den Einfluss von Zufällen und Unsicherheit zu unterschätzen. Menschen tendieren dazu, ihre Fähigkeit, zukünftige Entwicklungen vorherzusagen, im Rückblick zu überschätzen. Dies kann zu übermäßigem Selbstvertrauen und unüberlegten Entscheidungen führen. Indem er geschichtliche Beispiele und psychologische Studien einbezieht, zeigt Dobelli, wie allgegenwärtig dieser Denkfehler ist.
Er regt dazu an, sich bewusst zu machen, wie unvorhersehbar die Welt tatsächlich ist und die Rolle des Zufalls anzuerkennen, um so eine gesündere Einschätzung der eigenen Vorhersagefähigkeiten zu entwickeln. Schließlich die Verfügbarkeitsheuristik. Die Verfügbarkeitsheuristik beschreibt die Tendenz, die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen basierend auf der Leichtigkeit ihrer Verfügbarkeit im Gedächtnis einzuschätzen. Ereignisse, die uns sofort einfallen, erscheinen wahrscheinlicher, obwohl dies nicht unbedingt der Fall ist. Rolf Dobelli zeigt durch anschauliche Beispiele, wie Medienberichterstattung und persönliche Erlebnisse unsere Wahrnehmung unverhältnismäßig beeinflussen können. Ein Ereignis, das medial viel Aufmerksamkeit erhält, wird als wahrscheinlicher angesehen als ein statistisch häufiger auftretendes Ereignis, das weniger Beachtung findet. Diese Neigung kann zu Fehleinschätzungen und verzerrten Weltbildern führen. Dobelli empfiehlt, sich auf fundierte Daten und Statistiken zu stützen und sich bewusst zu machen, dass die emotionale Auffälligkeit eines Ereignisses nicht gleichbedeutend mit seiner Wahrscheinlichkeit ist. Zusammenfassend: Die Kunst des klaren Denkens ist ein Buch, das für eine Vielzahl von Lesern von großem Nutzen sein kann. Besonders geeignet ist es für alle, die bewusster und fundierter Entscheidungen in ihrem täglichen Leben treffen wollen, sei es im beruflichen oder im privaten Bereich. Rolf Dobellis klarer und unterhaltsamer Schreibstil macht es einfach, komplexe kognitive Verzerrungen zu verstehen und zu hinterfragen. Für Studenten, Berufstätige, Führungskräfte und jeden, der an Persönlichkeitsentwicklung interessiert ist, bietet das Buch wertvolle Einsichten, um systematisches Denken zu fördern und emotionale Reaktionen zu minimieren. Die Fähigkeit, eigene Denkfehler zu erkennen und zu vermeiden, kann nicht nur die persönliche Effektivität steigern, sondern auch die Lebensqualität nachhaltig verbessern. Es fördert das Bewusstsein dafür, wie unser Denken unbewusst von kognitiven Verzerrungen und Heuristiken geprägt ist. Durch das systematische Entlarven dieser Denkhürden regt das Buch zur Selbstreflexion an und lädt dazu ein, eingefahrene Denkmuster zu überdenken und zu durchbrechen. Letztendlich kann das Wissen über diese Denkfehler zu besseren zwischenmenschlichen Beziehungen, effizienteren Entscheidungsprozessen und einer insgesamt klareren Wahrnehmung der komplexen Welt beitragen. Wenn Sie unterstützen möchten: Rolf Dobelli, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.